Wurde Gala etwa gehackt? Das ist die Frage, die sich gerade jeder stellt. Kurze Antwort ist tatsächlich nicht oder eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht. Also sie sagen, sie wurden nicht wirklich gehackt, sondern sie wurden nur bestohlen. Aber keine Ahnung, wie kannst du eine Firma bestehlen, ohne sie zu hacken? Also keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall heute ein bisschen News gedroppt. Ich habe davon ehrlich gesagt absolut nichts mitbekommen. Die schreiben das hier so, als wäre das etwas, keine Ahnung, was man hätte mitbekommen müssen oder so. Wie gesagt, also ich habe nichts davon mitbekommen, nichts davon gehört. Ich habe auch niemanden drüber irgendwie reden hören oder sonst was. Also absolut 0.0. Aber ja, lesen wir uns das Statement einfach mal durch. Das wurde hier auf Deutsch, auf dem deutschen Discord gepostet. In Flive Universe Discord wurde es auf Englisch gepostet, aber das doch ein ziemlich langer Text ist, ist es auf Deutsch doch deutlich angenehmer zu lesen. Und ich habe ihn schon gelesen und der Text ist auch lesbar auf Deutsch, genau. Betreffend der Neuigkeiten zu den jüngsten Sicherheitsproblemen. Es wurde uns zur Kenntnis gebracht, dass Scala Lab, der Entwickler von Flive und Rappels, beschuldigt wurde, gehackt worden zu sein und persönliche Daten seiner Nutzer preisgegeben zu haben. Obwohl die Anschuldigung auf wahren Informationen basiert, die von Google veröffentlicht wurden, ist sie manipuliert, um dem Unternehmen zu schaden und die Spieler in die Irre zu führen. Daher werden wir die Situation erklären. Also im Endeffekt heißt es quasi, dass Leute gesagt haben, oh, ihr wurdet also gehackt und das heißt, meine ganzen persönlichen Daten wurden irgendjemandem preisgegeben, der sie eigentlich nicht hätte preisgeben, dem sie nicht hätten preisgegeben werden dürfen. Aber sie sagen hier quasi, nein, also das ist nicht passiert, es ist was anderes passiert sozusagen. Was ist passiert? Google-Ingenieure haben am 19. Juli 2024 einen Artikel über die Verbreitung von Viren veröffentlicht, die von einer berühmten Hackergruppe erstellt wurden. Einer der Viren wurde digital von Scala Lab, also dem Entwickler von Flive, signiert, unter Verwendung eines Zertifikats für Windows-Programme, das von November 2020 bis Januar 2023 gültig war. Digitale Zertifikate ermöglichen es, zu bestätigen, dass ein Programm von einem bestimmten Unternehmen stammt, was es erleichtert, die Benutzerfreigabe und den Antivirenschutz zu umgehen. Also wie so eine digitale Unterschrift für Entwickler oder für Programme, kann man sich das wohl so vorstellen. Also ich kenne mich da selber nicht aus, aber das ist wohl das Mittel, womit man verifiziert, dass es auch wirklich von dieser Firma, also von Scala in dem Fall, wäre, wobei es actually eh nicht mehr gültig ist, also von dem her, naja, aber egal. Bedeutet das, dass Scala Lab von einer chinesischen Hackergruppe kompromittiert wurde? Nein, das bedeutet, dass der private Schlüssel eines Zertifikats, das Scala Lab gehört, von Hackern gefunden wurde. Sehr interessante Wortwahl hier, gefunden. Also nicht gehackt, es wurde gefunden. Diese private Schlüsseldatei wurde in der Hacker-Community im Dark Web geteilt, auf dieselbe Weise wie diese Foren verschiedene gestohlene Dinge wie Kreditkartennummern für betrügerische Zwecke teilen. Genau. Also hier auch nochmal, es wurde quasi nicht persönliche Daten oder so wurden geklaut oder Passwörter oder whatever, sondern wirklich nur, oder das sagen sie zumindest, nur dieses Zertifikat, genau, womit man sich, I guess, wohl dann im Endeffekt auch als Scala quasi ausgeben kann. Interessant hierbei ist jetzt der nächste Absatz. Wie ist eine private Schlüsselzertifikatsdatei von Scala Lab geleakt? Der Quellcode und die Ressourcendateien der koreanischen Version von Flive Online PC und Rappels Online PC wurden 2020 von einem Dieb kompromittiert, der speziell auf diese Spiele abzielte. Diese alten Spiele, die Anfang der 2000er Jahre veröffentlicht wurden, wurden mit älteren Technologien entwickelt, was sie zu leichteren Zielen für Hackerangriffe macht. Unter den geleakten Entwicklungsdateien befand sich die private Schlüsselzertifikatsdatei, die zur Veröffentlichung von Updates der koreanischen Version von Flive PC und Rappels PC verwendet wurde, die dann in Hackerforen geteilt und von einem Malware-Entwickler wiederverwendet wurde. Hierbei finde ich interessant, dass das Ganze schon 2020 passiert ist, also deswegen, obwohl die Zertifikatsdatei mittlerweile abgelaufen ist, ja, wahrscheinlich deswegen nochmal das Statement dazu. Und ja, ist aber auch schon irgendwie nicht so geil, dass quasi 2020 einfach ein Hacker oder ein Dieb, wie er hier bezeichnet wird, quasi ja, einfach den Quellcode und Ressourcendateien von Flive und Rappels einfach klauen konnte. Ja, finde ich jetzt irgendwie schon auch trotzdem ein bisschen beunruhigend, dass das so einfach ist irgendwie. Also ich schätze nicht, dass es so einfach ist, aber
ja, es ist auf jeden Fall passiert. Und ich glaube auch nicht, dass das erste Mal war, ehrlich gesagt. Aber egal. Warum wurden die Benutzer nicht über den Hack informiert? Das Gesetz verlangt vom Unternehmen, die Benutzer zu informieren, wenn ihre persönlichen Daten gefährdet oder kompromittiert wurden. Da dies in diesem Fall nicht der Fall ist und nur der Quellcode und die Entwicklungsressourcen der PC-Spiele von Gala Lab gestohlen wurden, bestand keine Notwendigkeit, unsere Benutzer über den Vorfall zu informieren. Ja, das ist im Endeffekt das, was wir am Anfang schon gesagt haben. Bedeutet das dennoch, dass Gala Lab Sicherheitsprobleme hat? Nach dem Vorfall im Jahr 2020 hat das Unternehmen sofort in zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen investiert, um zu verhindern, dass dies erneut passiert. Wir haben auch eine gründliche Untersuchung durchgeführt und bestätigt, dass der Hack auf Dateien im Zusammenhang mit der Entwicklung von PC-Spielen beschränkt war. Seitdem dieses Problem behoben wurde, können die von Gala Lab veröffentlichten Windows-Programme wieder als sicher angesehen werden. Zusammengefasst, Gala Lab wurde nicht von einer berühmten Hackergruppe angegriffen. Sie haben eine Datei wiederverwendet, die von einem Dieb im Zusammenhang mit PC-Spielen geteilt wurde. Die Zertifikatsdatei ist vor mehreren Jahren geleakt und das Unternehmen hat zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um dies zu verhindern. Keine einzige Information in Bezug auf persönliche Daten wurde preisgegeben. Flive Universe und Flive Legacy waren von diesem Problem nicht betroffen und völlig unberührt. Flive PC und Rapids PC sind jetzt von diesem Problem nicht mehr betroffen. Danke. Ja, gern geschehen. Nein, aber ja, das sind so die Infos. Also wie gesagt, ich habe davon absolut mal überhaupt gar nichts mitbekommen. Und ja, gut, ist klar, wenn man in solchen Foren oder im Dark Web nicht unterwegs ist, I guess, wo das ja angeblich geteilt wurde, dann wie will man sowas mitbekommen? Aber ich finde es ganz interessant, dass das jetzt auftaucht, weil offensichtlich ist es ja vor 4 Jahren im Endeffekt passiert. Es ist ein Vorfall vor 4 Jahren, zu dem jetzt quasi Stellung bezogen wird, weil, also weißt du nicht genau, was damit gemeint ist, mit Google-Ingenieure haben bla 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 eine Verbreitung von Viren veröffentlicht. Ich habe keine Ahnung, worauf sich das genau bezieht. Habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht gefunden. Ist auch egal. Jedenfalls, ja, ist es halt ganz interessant, dass das jetzt erst hochkocht, obwohl es eigentlich schon so lange her ist. Ja, und ja, wie schon gesagt, ich finde es halt irgendwie traurig, schade, dass es immer so Leute gibt, die sowas machen. Also Hacker an sich, Diebe, whatever, die dann mit den Sachen sonst was anstellen. Also in dem Fall wurden Viren verbreitet und dann mit Gala signiert sozusagen. So, hey, die Viren sind by the way von Gala. Also wenn ihr Probleme mit den Viren habt, dann müsst ihr euch bei Gala beschweren, so ungefähr. Was natürlich schon ziemlich dämlich ist, weil wer zum Teufel würde seine Zertifikatsdatei drunter setzen, wenn er Viren verbreiten will. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, einfach ätzend, dass es solche Leute gibt. Sorgt halt immer wieder dafür, dass es halt Spielen im Endeffekt schlechter geht, als es sein muss. Oder dass schlimme Dinge passieren. Oder generell Dinge passieren, die halt einfach nicht sein müssen. Und, ja. Gut ist halt natürlich, dass es Flive Universe und Flive Legacy nicht betroffen hat. Das ist sowieso nur ein bedingtes, ein bedingter Leak war, der sich nur auf bestimmte Programme bezogen hat. Und ja, aber letztendlich hat eigentlich kann man fast sagen, wenn ihr jetzt kein Flive PC spielt, kann es euch vollkommen egal sein. Selbst wenn ihr Flive PC spielt, kann es euch eigentlich auch egal sein, weil der Quellcode ist ja schon ewig geleakt, sag ich mal. Keine Ahnung, wo der ursprünglich her ist. Wahrscheinlich wurde da auch irgendwann mal Gala gehackt. Von dem her, ja, it is what it is. Auf jeden Fall, das waren die News von heute. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall am Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.